Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brick World. Heute erreichen wir schon Update 108 und wie ihr weiterhin meine Stimme hört, bin ich immer noch erkältet. Was machen wir heute? Ich habe es schon ein bisschen angekündigt in der letzten Episode, im letzten Update. Hatten wir hier im Bereich der Straßenbahn hier vorne den Bereich nochmal neu überarbeitet, ein bisschen mehr Licht eingebaut, das Auto beleuchtet, den Streifen hier eingeklebt und heute werden wir tatsächlich hier endlich mal weitermachen. Wir werden hier erstmal einiges aufbrechen, wir werden die Straßenschienen hier verlegen, wir werden hier den Gehweg umbauen und hier den Anfang machen für unseren Infopoint, der hier schon länger geplant ist. Und das heißt, wir haben einiges zu tun, es wird interessant, es wird aufwendig, wir werden auf jeden Fall mal schauen müssen, wie wir das Ganze überhaupt umsetzen können. Und wahrscheinlich bauen wir auch noch ein bisschen Licht ein, denn die Info braucht ja auch ein bisschen Licht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal Strom verlegen müssen. Wir haben hier noch einiges an Material hier. Und sonst würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und schauen, wohin es wie immer führt. Wie ich, glaube ich, im gestrigen Video erwähnt hatte, als es um den Entwurf der Straßenbahn ging, hatte ich auch das Problem erwähnt, dass wir ja wahrscheinlich jetzt ein paar andere Schienenelemente brauchen, wahrscheinlich noch mehr. Aber wir den ersten Bogen auf jeden Fall schon mit dem hinbekommen werden, was wir haben. Und zwar ist das Problem, dass ich hier ursprünglich damit geplant hatte, dass zwischen den beiden Schienen nur 2 Bricks Abstand ist. Dadurch, dass wir aber, ich gehe mal mit euch nach vorne, wir hier den Abstand erhöht haben. Optisch sieht es jetzt hier aus, als wären es 5 Bricks, aber da ja noch die Schienen drunter sind, sind es eigentlich nur 3 Bricks. Verändert sich hier einiges und ich muss jetzt einfach mal schauen, wie ich es hinbekomme, dass wir sowohl hier als auch hier dann wieder auf unseren richtigen Abstand kommen. Dazu habe ich einfach jetzt immer 2 normale Schienen jeweils genommen und auf den Abstand fixiert. Und dann mit den Tricks-Bricks-Elementen geschaut, dass ich hier um die Bögen herumkomme, einigermaßen parallel. Das ist jetzt nicht 100% parallel, aber das stört mich persönlich jetzt eher nicht so. Ist ja auch nicht unbedingt in der Realität immer 100% parallel. Aber wir kommen mit den Elementen herum, ohne zu große Spannungen zu erzeugen. Also das ist schon mal eine gute Lösung. Und ich nehme das Ganze jetzt mal mit. Ich hoffe, dass wir es mit einer Hand transportieren kann. Und das Ganze gehört dann sozusagen hier hin. Das heißt, wir müssen jetzt gleich noch mal hier unsere bisherige Haltestelle wegnehmen. Die wird hier anders platziert. Und dann können wir hier auf jeden Fall schon mal die Schienen so weit fixieren, dass wir wissen, wo die Schienen sind. Und dann können wir anfangen, hier einen Rest außenrum zu bauen. Aber das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann schauen wir gleich mal, wie es hier weitergeht. Chaos, wo man hinschaut, hier drüben, hier habe ich einiges abgelegt. Und wenn wir jetzt zurückgehen, seht ihr, wie viel ich jetzt erstmal zurückgebaut habe. Aber, was erstaunlich gut funktioniert ist, es sind ganz leichte Spannungen drin, die sind aber kein Problem. Ich habe das gerade mal ausprobiert, da kommt man locker hin und her. Wir kommen hier tatsächlich genau an den Rand der Platten, was lustig ist. Wir haben hier unseren richtigen Abstand, ich konnte es hier fixieren. Dann hört man, geht es noch ein bisschen fester. Und hier haben wir unsere beiden Bögen drin. Und tatsächlich, es funktioniert besser als gedacht. Damit haben wir grundlegend erstmal unseren Bogen hier für die beiden Straßenbahnschienen eingebaut. Wir sind ungefähr an der Stelle, an der ich auch ursprünglich geplant hatte zu sein. Wir werden aber ganz sicher, wenn wir hier wieder rauskommen, irgendwann in irgendeiner der zukünftigen Episoden noch ein paar extra Schienen kaufen müssen, weil ich jetzt eben auch Elemente genutzt habe, die ursprünglich für den Bogen hier vorne gedacht waren. Aber wir müssen da noch einiges umplanen nach und nach. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal, wie es hier mit der Straßenbahn vorangehen wird. Ich glaube, es wird schön aussehen, wenn das Ganze mal fertig ist. Wir sehen jetzt auch, wie weit wir hier rübergehen können mit dem Gehweg etc. und wie wir hier weiterbauen können. Das wird eine ganz schöne Sache. Und allein dadurch, dass jetzt auch die Schienen hier drin sind, ist dieser große graue Betonklotz ein bisschen dann später unterbrochen, eben durch die Schiene. Und das wirkt auch, glaube ich, schon mal noch ein ganzes Stück besser. Und wie gesagt, das wird jetzt ein großes Stück Arbeit. Mal schauen, wie weit wir heute kommen, wie wir das Ganze bauen. Ich bin selber gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich habe jetzt den Zebrastreifen wieder eingebaut. Diesmal eben mit Tiles. Und ich habe ihn jetzt um 2 Studs hier auf das Modul rübergezogen. Das hat nämlich den Vorteil,
dass ich den Zebrastreifen fertig bekomme, bevor wir hier anfangen, mit den Trix-Bricks kleineren Elementen oder den Kurven anzufangen. Das heißt, ich kann hier nochmal komplett überbauen, so dass es ordentlich aussieht. Das einzige Problem ist, dass wir jetzt sozusagen hier auf dieser Schiene wie auch auf dieser Schiene einen Teil des Zebrastreifens hätten. Da überlege ich, ob ich nicht einfach die Klebefolie nehme und die hier auf die Schiene klebe. Damit es hübscher aussieht, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Mache ich vielleicht später noch als Vergleich. Aber damit hätten wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Zebrastreifen hier so, dass er hier wieder drin ist. Sieht auch ganz okay aus, wobei ich sagen muss, es sieht echt komisch aus, dass da, wo die Schiene ist, kein Streifen ist. Da werde ich auf jeden Fall noch was machen müssen, denke ich. Aber damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal hier angefangen zu überbauen. Jetzt wird es bald interessant, weil wir jetzt langsam in die Kurven kommen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich bin immer noch zuversichtlich, dass die Straßenbahn eine Sache ist, die das ganze Projekt auf jeden Fall aufwertet. Was jetzt auf jeden Fall auf den ersten Blick auffällt, ist, dass ich hier weitergearbeitet habe mit dem Bordstein. Der hat jetzt bis hier zum Kopfsteinpflaster das neue Muster mit den abwechselnden Fliesen. So ist es natürlich realistischer. Was jetzt hier auf jeden Fall noch fehlt, ist der abgesenkte Bordstein, so wie ich es hier vorne zum Beispiel gemacht habe. Problem ist, ich habe die Steine dafür gerade gar nicht da. Das heißt, das werden wir irgendwann noch nachholen. Aber was jetzt auf jeden Fall als nächstes ansteht, ist, dass ich die Biegung auf der Seite hier pflastern werde. Nach langem Hin und Her habe ich mich durchgerungen und überlegt, dass ich das tatsächlich so machen werde mit dieser Technik, mit der ich auch die gebogenen Straßen gemacht habe. Dadurch, dass wir hier relativ viel Bordstein haben, können wir bald anfangen, einiges zu verdecken. Und dazu habe ich hier die Trix-Bricks Fliesen, Schienen natürlich, manipuliert sozusagen, denn ich habe hier auf dieser Seite die Elemente abgeschnitten, damit ich hier mit den Steinen rankomme. Ist meiner Meinung nach eine legitime Sache, einfach damit es hübsch aussieht. Und damit kriegen wir hier auf jeden Fall einen hübschen Bogen rein. Das wird sich alles dann noch richtig anpassen. Man muss sagen, das hier steht unglaublich unter Spannung. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Weg, mit dem wir an unser Ziel kommen können. Mal schauen, wie weit ich hier noch komme. Es ist eine komplizierte Geschichte, aber ich glaube, das Ziel ist damit ein ganzes Stück näher gerückt. Hier sehen wir jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie kompliziert Bauen in der Praxis aussieht. Das meiste hier sind tatsächlich einfach nur Flat Tiles, die hier drin liegen, da der Bogen so eng ist, dass ich mit der üblichen Technik gerade diesen äußeren Bogen geschafft habe, aber die weiter innen liegenden Bögen würde ich damit nicht mehr schaffen, weil die Spannung einfach zu groß werden würde. Ihr seht, wie hier die Steine angebaut sind, um das Ganze in Form zu halten. Hält ganz gut eigentlich. Grundsätzlich ist jetzt der Plan, dass dieser Stein jetzt hier rankommt. Ihr seht, es überdeckt dann jetzt hier schon mal die Kanten. Und grundsätzlich hatte ich ursprünglich die Idee, dass ich dann das da hier hinbaue, damit wir hier so schräg nach hinten gehen. Meine neue Idee ist aber, dass wir hier tatsächlich diese Technik wieder nutzen, die wir zum Beispiel benutzt haben, um die schrägen Fenster hier zu bauen, die abgerundeten. Und es auch hier nutzen, um hier den Infopoint direkt an die Straße anzubauen. Ich glaube, mit der Rundung, die wir dann so ein bisschen anpassen könnten an die Rundung der Schiene, könnte das ganz gut aussehen. Das wird jetzt ein bisschen Fummelei natürlich auch innen drin, aber ich glaube, das wäre eine Sache, die ganz gut aussehen könnte. Deshalb werde ich es ausprobieren und wir schauen einfach mal, was uns das Ganze bringen wird. Nach langem Tüfteln hin und her hat sich jetzt das hier ergeben, um hier komplett einmal außen rum die Rundung hinzukriegen. Ist jetzt ungefähr, ja, es ist relativ fest genug, sagen wir mal. Und jetzt kann ich hier das hier einbauen. Das wird dann hier drüben gleich noch fixiert. Da müssen wir erst noch mal kurz die Platten hier drauf machen. Ich glaube, die soll hier so drauf oder so. Da müssen wir gleich noch mal schauen. Das ist jedenfalls der grobe Plan, dass eben das Gebäude mit der Info hier sich grob an die Rundung der Schiene anpasst. Ich glaube, das sieht dann auch ganz gut aus von hier drüben. Da haben wir eine schöne Rundung innerhalb des Gebäudes und auch die Schiene und auch die Straße. Und ich glaube, damit kann ich sehr gut leben. Ich hoffe, ihr auch. Ich baue jetzt mal ein bisschen weiter und wir schauen mal an, wohin wir heute noch kommen. Und bevor ich es vergesse, noch eine kleine Info zu meinem Partner Illuminate Your Bricks. Ihr findet den Link oben rechts oder unten in der Videobeschreibung. Und zwar bekommt ihr momentan, grundsätzlich auf jeden Fall erstmal, 5% Rabatt auf alles im Angebot, wenn ihr euch kostenlos für den Newsletter abonniert und zusätzlich bis
zum 10.8. mit dem Code BRICKWORLD5 blende ich unten nochmal ein, schreibe ich auch unten in die Videobeschreibung, nochmal zusätzlich 5% auf diese fertigen Light-Kits. Zum Beispiel hier für das Downtown Diner, das seht ihr dann hier, oder für das Pariser Restaurant, das haben wir ja auch da hinten beleuchtet. Oder zum Beispiel hier für die aktuelle Polizeistation. Da drin ist dann alles drin, was ihr benötigt, um dieses Gebäude komplett zu beleuchten. Also ihr braucht da nichts weiteres, außer einer Stromquelle, die eben mit USB funktioniert. Und wie gesagt, wenn ihr den Newsletter grundsätzliche 5% kombiniert mit meinem Promo-Code, den ihr jetzt unten eingeblendet seht, dann bekommt ihr insgesamt 10% auf diese Kits. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Schaut mal rein. Ich bin überzeugt davon und ja, schaut einfach mal rein. Ich muss das Ganze jetzt doch noch mal ein bisschen optimieren. Und zwar musste ich hier noch ein bisschen weiter runtergehen, weil wir hier noch ein bisschen mehr von der Straße sehen, wenn ich hier das Ganze reinbaue. Aber es ist doch ein ganz bisschen Spiel ist drin. Aber grundsätzlich dürfte ich damit jetzt ganz gut vorankommen. Das heißt, ich glaube, das gehört so hin. Ich muss mal kurz testen. Dann ist das wahrscheinlich so. Das so. Das so. Dann schauen wir mal. Bauen wir das hier so, denke ich, hin. Und dann kommen wir hier ganz gut hin, was unsere Rundung angeht. Und dann haben wir hier tatsächlich komplett so weit Straße. Ich glaube, wir könnten es fast noch ein Stück nach vorne bauen. Dann haben wir hier kleine Löcher nicht mehr drin, aber grundsätzlich ist das ein sehr guter Anfang, auch um die Rundung hier in der Schiene zu schließen. Ich baue jetzt, wie gesagt, hier weiter und dann schauen wir gleich mal, wie sich das Ganze entwickelt. Nach dem nächsten Cut gibt es wahrscheinlich größere Entwicklungen. Wie versprochen ist jetzt hier tatsächlich einiges passiert. Ihr seht, das Gefliest ist ein ganzes Stück vorangekommen. Ich habe hier vorne angefangen, den Haltesteig zu bauen mit einer Markierung eben zum Schutz der Person. Dann noch hier die Blindenmarkierung. Ihr seht, hier hinten ist jetzt alles mit dem Häuschen umrandet. Für die Info ist eine sehr interessante Form geworden. Gefällt mir persönlich aber doch ganz gut. Und auch, ich bin auch zufrieden, wie das Ganze hier geworden ist. Mit der Rundung hier in der Straße mit den Schienen. Und ja, das hier wird der Infostand. Ich habe 2 Türen eingebaut. Hier und hier. Innen drin habe ich ein bisschen angefangen zu fließen mit den Fliesen, die noch hier drüben waren. Ich muss echt mal schauen, wo die restlichen Fliesen sind, aber ich brauche wahrscheinlich noch ein paar andere. Inneneinrichtung wird heute auf jeden Fall noch kein Thema sein, aber grundsätzlich haben wir hier jetzt was Neues dazu und wir haben auch angefangen, hier richtig zu fließen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier deutlich mehr Platz bekommen. Wir müssen natürlich das hier jetzt wieder abbauen. Das heißt, hier wird es dann weitergehen. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich noch vielleicht hier noch einen Zebrastreifen dann rüberbauen, irgend sowas. Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie wir das Ganze weiter ausbauen. Wir brauchen hinten ja auch noch an unsere Stände für die Busse und diesen Taxistand müssen wir mal schauen, aber weil das Taxi kann ja jetzt hier locker vorbeifahren über die Schienen, das dürfte nicht das Problem sein. Aber ja, ich finde, wir sind auf jeden Fall noch ein ganzes Stück vorangekommen. Ich würde auf jeden Fall gerne noch schauen, ob ich noch irgendwie ein Dach da drauf bekomme und vielleicht noch ein bisschen Licht, damit es auch ein bisschen hübscher aussieht und vielleicht noch einen Aufkleber vorne an die Türen, damit wir wissen, was das hier eigentlich ist. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es hier vorangeht. Es ist eine Menge Arbeit, es ist vor allem viel Tüftelei gewesen, auch hier mit der Rundung für die Schiene, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. So, das ist jetzt meine Dachkonstruktion. Ich habe es ein bisschen angewinkelt gemacht, fügt sich dann ein bisschen an die gerundeten Formen der Wände an. Obendrauf habe ich unter anderem Solarzellen gebaut, ein Vögelchen hier hingesetzt, ein Blatt einfach mal, das liegt einfach da, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das erlasse. Und diesen Ball mit der Tourist-Info, falls ihr euch fragt, was für ein Teil ist das hier eigentlich? Das hier ist, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, es gab mal vor einiger Zeit so Lego-Brettspiele und da gab es auch Würfel. Und das ist das Würfelelement, wo ich einfach weiße Platten drauf gemacht habe, außenrum diesen Tourist-Aufkleber gedruckt habe und unten mit so einer kleinen Technikkonstruktion sie wieder umgedreht habe. Und damit habe ich jetzt diesen Würfel, den ich super hier so als Tourist-Info-Würfel oben drauf stellen kann. Und ja, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ist, dass ich da noch ein bisschen Licht mit reinbringe, einfach damit es ein bisschen hübscher aussieht. Aber ich denke, dass wir damit
heute schon mal wieder einiges erreicht haben, auch eben mit der Rundung hier außenrum. Das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Und ja, ich baue noch ein bisschen am Licht und dann schauen wir uns gleich nochmal an, wie das Ganze aussieht. Ich habe jetzt mal hier unten zwei Lichter angebracht, zwei LED-Stripes und hier einen von diesen Konnektorenmodulen. Das passt dann perfekt genau auf diese Stelle, die ich hier eingebaut habe. Das Kabel davon geht hier momentan einfach nur runter, hier unten rein, geht unten drunter durch, hier raus. Und hier momentan zu diesem Kabel, das jetzt noch da hinten durch den U-Bahn-Schacht läuft, weil ich hier noch nicht final entschieden habe, wo genau ich nach unten bohren werde, um das Kabel für dieses Modul nach unten zu verlegen. Deshalb ist es momentan erstmal noch hier so provisorisch einfach da unten durch. Aber grundsätzlich funktioniert die ganze Sache jetzt. Ich versuche jetzt mal das Ganze mit einer Hand aufzusetzen, was wahrscheinlich nicht so einfach sein wird. Der Vorteil an der Geschichte ist jetzt aber auch dadurch, dass wir jetzt ungefähr eine Position haben. So funktioniert schon mal nicht. Das heißt, ich bin an der falschen Stelle. Das heißt, ich mache mal kurz einen Cut, baue das hier an der richtigen Stelle auf, damit das Licht auch angeht und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. So sieht das Ganze jetzt also mit Beleuchtung aus. Ich habe jetzt auch die Pfosten hier wieder mit den Leitungen eingemacht. Wir müssen die gleich auf jeden Fall mal neu machen. Aber ich werde auf jeden Fall auch da erstmal mal was dickeres als Garn sozusagen nehmen. Mal schauen, was ich am besten nehme. Welche Dicke da ganz gut eignet. Es gibt ja verschiedene, so für Handarbeiten. Ansonsten seht ihr, dass die Beleuchtung hier bei unserer kleinen Touristeninfo fertig ist. Innen drin seht ihr jetzt natürlich noch nichts aus, es leuchtet. Ich überlege dann später auch hier nochmal ein Licht anzubringen. Einbeleuchten wir dann hier vorne automatisch den Steig mit, aber auch den Ausgang, so wie hier vorne. Es ist jetzt hier ein bisschen überstrahlt auf dem Video, aber in echt sieht es wirklich sehr gut aus. Und ansonsten bin ich recht zufrieden mit dem, was es heute geworden ist. Die Biegung ist gut geworden. Wir haben jetzt hier den Übergang zu unserer Haltestelle. Das Kabel wird natürlich, wie gesagt, noch unter den Tisch verlegt, sobald ich final weiß, wie ich das Ganze hier mache. Was noch ganz viele angesprochen hatten, ist, dass es hier auch Toiletten geben sollte. Das werde ich wahrscheinlich hier vorne noch so ein kleines Toilettenhäuschen einbauen. Zum einen für die Fahrgäste, als auch natürlich für die ganzen Busfahrer und Straßenbahnfahrer. Und dann werden wir wahrscheinlich hier vorne auch nochmal einen Zebrastreifen rüberbauen. Das wäre es aber dann jetzt grundsätzlich erstmal für heute. Wir haben sehr viel geschafft, wir haben sehr viel Zeit in das Ganze reingesteckt. Und das ist das Ergebnis. Hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Leben hier vorne reingebracht. Noch ein bisschen was von der Betonwüste weggenommen. Und wie ihr seht, ich habe jetzt auch hier oben das Blatt wieder runtergenommen. Das hat auch nicht ganz gepasst. Und hier so eine Art was auch immer es sein soll, eingebaut. Ich überlege auch, ob ich das Touristeninfo-Zeichen noch irgendwie beleuchten soll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie genau. Wäre aber wahrscheinlich sinnvoll. Und ja, das war's dann, denke ich mal, für heute. Und wenn wir dann das nächste Mal hier an diesen Bereich zurückkehren werden, werden wir sicherlich, denke ich, hier erstmal die Haltestelle weiterbauen. Da fehlen nämlich noch zwei ganze Geraden. Das müsste dann nämlich genau, ich nehme es mal hier von der Seite weg. So breit soll dann die Haltestelle werden. Das heißt, wir ziehen die komplett hier rüber bis ans Ende des Moduls und dann kommen wir hier schon zum Straßenrand und dann, wie gesagt, der Fußgängerweg auch hier rüber. Dann kann man nämlich problemlos von hier rüber laufen, hier durch, hier rüber zum Bahnhof, ohne dass man jetzt irgendwelche Probleme mit der Straßenführung bekommt als Fußgänger. Und das war auch die ursprüngliche Planung. Damit kommen wir dann hier auch rum und können dann hier weiterbauen. Da werden wir wahrscheinlich neue Tricks-Bricks-Elemente noch brauchen. Weil wie gesagt, dadurch, dass ich hier den Abstand erhöht habe, ist das Ganze ein bisschen komplizierter geworden. Ansonsten, wie gesagt, das war es dann heute für diese Update-Folge. Das nächste Mal werden wir vielleicht zurück zum Fluss gehen, denn ich habe eine meiner Bestellungen mit Elementen an Slopes bekommen. Nicht die beiden aus dem Ausland, eine aus Deutschland. Aber damit könnten wir wahrscheinlich den ganzen Unterbau vor dem Turm bauen. Da schauen wir einfach mal, ob das nächste Mal Thema wird, ob wir mal endlich wieder zum Bahnhof zurückkehren. Da waren wir jetzt ehrlich gesagt auch lange nicht mehr. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue, vielen Dank einfach für eure tollen Kommentare, die helfen mir immer weiter. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brick World, hoffe ich, wenn wir dann alle wieder zusammen weiterbauen. Bis dann, tschüss.